Damit ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Let's Play Tales of Zestiria. Ich bin es, euer Simafix, und wir befinden uns immer noch auf dem Weg zum Dorf Godin. Irgendwie so. Ja, beim letzten Mal sind wir hier irgendwie durch diesen Kamm gegangen, haben gegen einen verdammt starken, was war das nochmal, Falken, Dings, merkwürdiges Zeugel gekämpft. Es war zumindest stark. Hey. Komm mal her, hier. Habe ich den getroffen? Ja, cool. Und wir gehen durch diese Höhle, wo alle Gegner richtig überpowered sind, weil überpowerte Gegner machen ja Spaß. Und ich finde es immer super, wenn die Gegner so schön überpowered sind, dass sie einfach mal 10 Level stärker sind als wir. Mein Versprechen hat sich gehalten und ich habe ein wenig gelevelt. Aber ich muss sagen, es ist wirklich hart in diesem Spiel zu leveln. Also, es gibt eine Kombination, wo ich gute Erfahrungen erhalte, aber das ist wirklich ein Kampf auf Leben und Tod dann hier. Schau ich mal an, wir sind jetzt hier 26, 26, also ich glaube 2 Level oder so habe ich jetzt gemacht, also wirklich nicht viel. Gespenst. Level 29. Also ihr seht, wir sind immer noch so unterbaucht, weil man auch wirklich sehr langsam hier Erfahrung grindet. Also ich meine, das sind jetzt Gegner, die sind jetzt gut 3 bis 4 Level stärker als der Rest unserer Party. Und wir werden gleich mal sehen, wie viel Erfahrung wir dadurch erhalten. Und deswegen habe ich dann auch so nach einer guten halben Stunde Grinden habe ich dann auch irgendwann mal aufgehört, weil ich irgendwie den Sinn dahinter nicht gesehen habe, weil wirklich man so wenig Erfahrung hält. Ich meine, das sind jetzt 5 echt, also relativ starke Gegner. So, komm, zeigen wir mal. Zack, ja, zum Glück hat das alles auf Rose. Da stört's mich nicht. So. So, jetzt haben wir auch noch den besiegt. So, jetzt seht ihr übrigens, ich habe Lailah wieder im Team, einfach weil Lailah cool ist. Und jetzt seht ihr mal, 160 Erfahrung, 5 Gegner, die 3 bis 4 Level stärker sind als wir. Ist das unfair oder ist das super unfair? Jetzt mal ganz ernsthaft, Leute, das ist doch nicht fair, wenn das Spiel einfach da so starke Gegner auf uns drauf hat und dann sagt, ja, also aber 4 Erfahrung bekommst du da jetzt nicht. Nee. Was ist mit dir schief? Oh, wow, das ist mir erschreckt. Du bekommst ja nicht für Gegner, die 10-mal so stark sind, bekommst du da nicht gute Erfahrung. Warum klappt der alte Tales of Symphonia-Trick nicht, dass wenn du einfach grinden willst, dass du dich einfach irgendwo hinstellst, den Schwierigkeitsgrad auf schwer stellst und dann einfach 5-fache Erfahrung klappt? Habe ich auch versucht, klappt leider nicht. Habe ich versucht? Nein, ich habe es nicht versucht. Aber interessant, ob es gehen würde. Das war nämlich der Trick in meinen alten Tales-Spielen. Dass du, wenn du einfach auf einen hohen Schwierigkeitsgrad gestellt hast, so, da kommen wir schon wieder nicht durch, dass du einfach da mehr Erfahrung bekommen hast, aber ich bezweifle mal, dass das hier geht. So, ja komm, hüpf mir an, das ist doch wurscht. So, und es gibt einige Sachen, aber die ich gemacht habe. Ich habe zum Beispiel mal die Ausrüstung gescheit mal angepasst. Wir haben jetzt wirklich hier das bestmöglichste an Equipment, was wir hier haben können. Ich habe auch mal ein bisschen... Ja, übrigens, das muss ich auch gleich mal erwähnen, was mich so ankotzt, die Schnellreisen. Tales of Zestiria hat eine Option, dass ich einfach, wenn ich Bock habe, dass ich mich überall hinporten kann. So gut wie keine Ladezeit und es ging überall. In Tales of Zestiria kann ich das auch machen, wenn ich den Ort erkundet habe, aber nur an Speicherpunkte. Das ist ja kein Problem. Das Problem ist eher die Kosten. Ich habe mich nur in die nächste Stadt geportet. 2-mal. Hin und zurück. Also die mystischen Art ist auch, wenn ich es cool finde, dass die Einsätze sind echt nicht mehr das, was sie machen. 192, Mann. Ihr seht, deswegen habe ich auch vor Leben wieder, weil ich natürlich in dem Inn war. Aber es kostet 2500, sich dahin zu porten. Und ich finde, das ist schon ein bisschen lächerlich. Ganz echt, das ist ja jetzt nicht was, wo ich jetzt sage, hey, das mache ich, weil mache ich einfach nur aus Jux und Dollerei. Nein, ich mache das, weil ich mal kurz hier in den Inn muss, weil ich mich heilen muss. Und dann kostet mich dieser Dreck 2500 Geld. Ich finde, das ist schon ein bisschen Wucher. Jetzt mal ganz ernsthaft, Leute. 2500 Geld, überlegt euch das mal. Und das nur hin. Zurück nochmal 2500 Geld, sind wir bei 5000. Das ist ja echt nicht mal lustig. So, und die Höhle... Oh. Wo ist denn hier der Ausgang? Ja, stimmt, man kann nicht rauszoomen. Hä? Warum zur Hölle bin ich eigentlich in die Höhle reingegangen? Hä? Ich habe so das ungute Gefühl, dass wir gar nicht in diese Höhle rein müssen. Oh. Gut, zumindest erklären, warum da so starke Gegner sind. Ja, dann könnt ihr mich mal. Nee.
Nee. Dann gehe ich wieder raus. Okay. Wenn die Höhle nicht will. Aber nur nochmal zur Sicherheit. Da oben. Dann wird man da runter gehen. Da. Ich schätze mal, hier gibt es irgendwo einen Special Fight oder sowas. Aber auf den wollen wir uns ganz sicher nicht einlassen. Wir kommen ja schon kaum zurecht. Ja? Na cool, man kann rausnehmen. Nee. Gibt nur den neuen Ausgang. Super, jetzt bin ich ganz umsonst in die Dreckshöhle gegangen, oder was? Aber ich habe da hinten schon wieder keinen Weg gefunden, wie es weitergeht. Das Spiel, Mann. Es macht mich immer wieder fertig. Weil das Problem ist, mal abgesehen davon, dass die Gegner höchstwahrscheinlich wieder nachgespawnt sind. Ach, wisst ihr was? Gib mir den oberen Weg. Dann, wir wollten natürlich ein bisschen leveln. Und ich wollte ein bisschen über das Spiel lästern. Also wie gesagt, das mit dem Geld ist wirklich, finde ich, eine Frechheit. Mich hat das 10.000 Geld geportet, sich einmal hin und her zu porten. Und das ist ja schon bis halt sehr viel. Und ich meine, hier sehen wir, Level 30 Gegner. 30! Überlegt euch das mal. Und also, es sind auch nur 200 Erfahrungspunkte. Ich brauche immer schon noch so knapp 20.000 Erfahrungspunkte. Und das, also ich muss Gegner, die 5 Level stärker sind, muss ich ungefähr 10 Mal besiegen. Was schon eine Weile dauert. Ihr seht es also. Es ist nicht so, dass ich die in 2 Hieben mit Daumen mache. Weil das sind auch noch relativ starke Gegner, die auch echt austeilen können. Ihr seht ja hier. Außer hier Lailah hat schon ganz schön viel Leben verloren. Also ich finde, es ist schon ein bisschen nicht so geil durchdacht gewesen. Aber das war geil, besonders seine Lache. Habt ihr diese Lache gesehen, dass er sein mystischer Artes gemacht hat? Dem macht es Spaß im Battle hier. Zumindestens... Ich verstehe nicht, warum er jetzt... Er hat irgendwie keine Lust, hier seine Art einzusetzen, aber egal. Bitte nerv mich nicht. Ja, ich weiß, der Geist kann sich auch hinporten, wo du willst. So, gut. Neuer Plan. Ich rede mal kurz mit dir. Ich sollte nach Gordon gehen. Ja, Gordon liegt westlich vom Felsen hinter der Cambria-Höhle. Gehen wir. Ja, aber das ist nicht die Cambria-Höhle, oder? Ich glaube, wir gehen übrigens den gleichen Weg, den wir vorgegangen sind. Das ist ein bisschen schade. Aber das ist auch wurscht. Aber egal. Ich gehe jetzt hier nochmal raus. Gehe nochmal rein. Und dann hoffe ich, dass alles gut ist. Also ich wollte sagen, die einzige gute Möglichkeit, wirklich gescheite Erfahrung zu bekommen, ist, wenn man diese Orks, die wir gefunden haben, 2 von denen unlockt und kämpft. Das Problem ist, die sind auf Level 34 und die machen mit einem Schlag knapp 500 Schaden. Ihr könnt euch vorstellen, wie geil es ist, gegen die zu kämpfen. Bin schon wieder sehr, sehr verwirrt. Hinter der Cambria-Höhle. Das heißt, wir sind da rausgekommen, haben uns darüber geportet. Warte mal. Gibt es da einen Weg, den ich komplett übersehen habe? Fällt mir gerade mal so auf. Diese Trends sind übrigens mein Lieblingsgegner zum Grinden. Weil die können zwar auch fies sein mit ihren blöden... Weil die haben so Attacken, die wirklich Flächenschaden machen kann. Also man bekommt da wirklich richtig viel Schaden ab, egal wo man ist. Aber sind relativ langsam. Diese Orks im Gegensatz sind einfach wirklich nur unfair. Also ich finde die richtig mies. Aber ich muss mal schauen, habe ich da was übersehen? So, einmal mit der Ruhe, kleiner MC Muffix. Ich gebe zu, ich finde diese Location scheiße und jetzt habe ich zum zweiten Mal im Spiel nachgeschaut, wo wir hingehen müssen. Wenn mich das richtig anguckt, Mann. Was ist denn das schon wieder für eine blöde Orientierung, die man hier hat? So. Und das ist mir auch gar nicht aufgefallen, dass da oben noch ein Weg ist. Ich dachte, da geht es wirklich nur... das ist mir ernsthaft nicht aufgefallen, das ist schon traurig. Okay, gehen wir da hoch. Wir gehen 1000 Milliarden Umwege, aber wir gehen nicht den einzigen Weg, den es zum Gehen gibt. Das ist schon ganz merkwürdig. Nein, weißt du was? Nein, ich mag euch Orks nicht. So. Ogres, Orks, was ja auch immer sein wird. Diese Schleime sind auch überraschenderweise stark. Nein, sind sie eigentlich nicht hier. Das ist der einzige coole Gegner hier. Die kann man nämlich ganz locker eigentlich besiegen und sie machen so gut wie keinen Schaden. So, verfolgt uns jemand? What kind of bird is this? A griffkite. It's a bird in the kite family. There's another one over there too. Very high up. Yeah, they're excellent at reading the wind. Look at it soar. Swift and free. Yeah. Through a sky clouded with malevolence wrought by earth dwellers. You don't suppose the griffin started out once as a griff kite? Perhaps.
Malevolence deforms everything, people and nature alike. But malevolence can be cleansed Through Saray, you mean? through all of us. Dazzle. Ach, der Tell ist mir viel zu negativ. Oh, Schleimi. Gut. Nun haben wir einen Weg und wenn dieser Weg nicht nach Gotterdin führt, dann brechen wir jetzt einfach mal das aus Zestiria ab. Also, ich habe ja kein Problem, dass hier immer das ein bisschen so verschachtelt ist, aber bei dem Ding habe ich echt Probleme, mich hier gescheit hier zurechtzufinden, weil es wirklich sehr, sehr verwinkelt hier ist, mit tausend Höhlen, die uns alle nirgendwo hinführen. Das gefällt mir wirklich nicht. So, lasst mir alle in Ruhe, ich mag euch alle nicht. Und da haben wir doch, wer hätte es mal gedacht, neben einem Speicherpunkt, den wir brauchen, weil keine Skizze ist, einen Monolithen und dort ist wirklich Gotterdin. Jetzt muss ich noch den Eingang finden. Weg da. Outsiders! Hey, didn't they say in school not to use that word? Oh, oops. Hello. Hello there! Is this new-looking building your school? That's right. The village chief built it. For the future of the village. A school? It's a bit plain compared to the rest of the town, don't you think? Are you kidding? We didn't have anything like this in my village. We always did want one, though. I'm Slenge, the chief of this village. What brings you two all the way out to our tiny corner of the continent? Oh, well, we're looking for... We're here for work, researching what people eat out on the frontier. Stuff like that. Your efforts are very much appreciated. Thankfully, our village has been spared the ravages of famine. In fact, it's even more bountiful than in years past. And we have the chief to thank for it. If there's anything we can help you with, don't hesitate to ask. You say that like you own the place. Seems like a nice village. Sort of reminds me of Elysia. Saray. I know. We'll split up and try and find some clues about the Pope. What's wrong, Edna? Nothing. Just thinking about how Meebo insulted me earlier. Oh, I see. Anyway, it looks like there's some kind of ruin in the back of the village. And it's a pretty darn old one to boot. How old do you think? It's probably from before the Dark Period. It might be even older than I am. You don't mean from the Temperance of Avarost. If that's true, then this is an incredible find. Wait. Hey, Edna? How old are... What? Never mind. Sorry, Regel Nummer 1 bei Frauen, man fragt sie nie, wie alt sie sind oder wie schwer sie sind. Also, nur so als Tipp. Aber das habe ich mich auch schon öfters gefragt, weil hier mal geredet worden ist, dass die alle so alt sind. Also, dass sie hier schon so viele Generationen überlebt haben, dass sie schon einen alten Schöpfer kannten und so. Ja, aber ich traue mich nicht, diese Frage zu stellen. Ich glaube, das wird für Saray furchtbar enden. Sollte er das wirklich machen. Gut. Und dann würde ich sagen, wir finden halt keinen neuen Herrscher des Landes. Jetzt haben wir so viele von den Kleinen hier. Und wir finden irgendwo einen Herrscher des Landes, ja schon wieder einer. Hey, 49 Stück haben wir doch schon locker gefunden, oder? Aber trotzdem, es bringt uns nicht, weil wir keinen Herrscher des Landes finden. Egal. So, dann würde ich sagen, reden wir noch ein bisschen mit unseren Freunden und dann schauen wir mal, ob wir hier eine Spur zum Papst finden. What's wrong? You look troubled. It's strange. This village seems rather prosperous. And that's a problem? The issue is why. Their source of income. Right. The land in this area is infertile and hardly fit for farming or hunting. It's far from any major thoroughfare, and they have no local products to export. Isn't that weird? You'd think a place like this would be the first to fall victim to famine. There must be some explanation for all this. Gadadin sure seems like a happy village. Indeed, everyone here is so positive and active. They're all like family here. But I still can't feel the blessing of the Seraphim. True. The guardian seraph is missing.
It seems that this place used to be rather barren, but it looks like the current chief was able to overcome these issues. I can tell the people here respect him a whole lot. I imagine they do. This would normally be such a desolate environment. Yeah, not just anyone could pull that one off. Rose, is something the matter? Sorry, I was just thinking out loud. I'll tell you more once I've had time to investigate. Dezel. No. Well, if you do come across anything, let me know. One thing bothers me. The chief. There was something out of place in his personal effects. His glasses. Lenses are a precious rarity. They're usually only available to those of nobility or holy orders. And Slenge only showed up here recently. There's dots there if you want to connect them. You mean to say the chief is... I'm just saying the possibility is there. Don't quote me on it. I'll look further into it. Thank you. Don't. Huh? All I'm saying is there's no need to thank me. All right. There's a ruin! Wait! You think they came here to apprehend the chief? They'd better not. Without our chief, Gododin is doomed. There's no cause for worry yet. As long as they stay out of the Pure Land, we'll be all right. Malevolence! Let's go. There was malevolence coming from the chief. Why? I bet we'll find the answer inside that ruin. Yeah. Aber erstmal holen wir jetzt wieder von einem Turtles die Karte. Das finde ich super. Das ist schon ganz schön mysteriös. Der Papst, von dem geht hier die Bosheit aus? Also vom Oberhaupt. Wir wissen ja nicht, ob es der Papst ist. Aber zumindest von ihm geht hier die Bosheit aus. Oh, wir müssen uns ein paar Kehle kaufen. Ja. So. Von ihm geht, wie gesagt, hier die Bosheit aus. Oh mein Gott, bessere Waffen. Nein. Ah, das ist im Angebot. Ach, weißt du, kaufen wir. So. Giftwehr. Ah. Das geben wir Rose, weil ich habe für Sorey auch irgendein cooles Item gekauft. Diese Ringe muss man unbedingt immer kaufen, weil die echt wertvoll sind. So, lass mich rein. Tut mir leid, aber das sind nur mal Regeln. Lass mich rein. Ihr seid so fies. Okay, dann kommen wir da nicht rein. Aber also wie gesagt, vom Dorfältesten geht irgendwie hier was Negatives aus. Und es scheint hier wirklich der Papst zu sein, der eben hierher geflohen ist. Doch die Frage ist, wieso geht von dem Bosheit aus? Bitte sag nicht, dass er zu einem Helion geworden ist. Well, that looks hopeless. Oh, does it now? Edna, you could use your powers. Give it a try. I certainly might. If you were to ask like so. Lady Edna, please do something about these rocks. This is no time to be joking around. Mikleo can't take Lady Edna anywhere, can he? Oh, are you still hung up on that? Come on, spit it out. Lady Edna, I beg you to move these rocks which I, the pitiful Meebo, cannot. Hey, that's longer. Well, I charge interest. Edna, I think that's enough teasing for now. We need you to do something about these rocks, Edna. Please help us. I didn't mean you. Maybe not. But I'm as guilty as anyone here of taking you and your powers for granted. Even though I've seen malevolence born from that very mentality. Gratitude is vital in all actions. Whether you're worshipping the Seraphim, or simply journeying with friends. Seriously, it's fine. I'll give you my ability, the giant strength. FYI, Saray doesn't get jokes. Nice. I'll try breaking down these rocks that the meek and pitiful Meebo couldn't. Not you too! He really doesn't get jokes. What mighty power! Boom! Rose? Boom! Jetzt ist ja nett. Okay, damit haben wir hier die Gigantenkraft von Edna. Hat aber auch lange genug gedauert, Mädel. Ich habe mir schon stundenlang gesagt, ey, du kannst immer bei dem Facebook was machen. Aber nee, sie wollte nie. What is this place? Some sort of warehouse? You got that right.
For the stuff that's quickly becoming all the rage amongst the nobility these days. Elixir? It's fake. But my body feels oddly warm. That's because it's packed with energy drink garbage. Did I mention this stuff is highly addictive? Make one sale and we'll race back for more. Pretty devious. So, is this stuff being sold officially under the authority of the church? The certificate carries the authentic stamp of the Church of Rollins, but it looks like the sales profits are all going to this village. So that's what you meant about tracking the flow of money. If there's someone in Gadadin who can create an official certificate... It has to be the missing Pope! That explains the village's mystery funds. And the malevolence from the chief. So they're either conspirators or the chief is the Pope. You! What are you doing in here? That has to be... Netter Papst. Sehr netter Papst. Okay, also die Bosheit hat hier den Papst hier verunreinigt, aber eigentlich sehr interessant. Er hat, so wie das aussieht hier, trotzdem versucht, dem Dorf zu helfen. Also, so wie ich das jetzt hier verstehe. Er hat es eben gemacht, um hier, wie gesagt, den Menschen hier das Geld zuzukommen lassen und hier zum Beispiel eine Schule zu bauen. Aber wieso? Und wieso wurde, das ist doch keine Bosheit dann. Naja, lassen wir uns mal überraschen. It's not the chief? So you are here to capture the chief. I knew it! I'll die before I allow that. Enough! What is the meaning of this? Are you Pope Macedra? I see you've done your homework. What would drive you to do such a thing? I would ask the same. I never desired the title of Pope. So then, why must I continue to perform its functions? I originally joined the Holy Order in order to give a small blessing, a glimmer of hope, to my family and those around me. But that is all. But there are so many who cherish you. Sergei and the rest of the knights, and... I know that! That's why I worked so hard. I did all I could. I toiled for years and years, with no self-regard, for the sake of everyone. And then... I took a look around me, and there was no trace of my family left behind. They had scorned me as a man with no regard for his household. What was it all for? What fruits had I to show for my endless labors? Were you involved with the war against Highland? I abandoned everything. The war, my country, even my people. At that point, I was beyond all caring. I fled into the forest to meet my death, but these folks rescued me. The good and gentle people of Gadadin asked nothing of me, content merely to treat me as if I were one of their own family. And so naturally he wanted to give something back to the village. Even if it meant dealing fake elixir. I care for neither the Empire nor the Church. Call me a coward if you like, but now I live for the sake of... my family, the villagers. Your family? I can sympathize with him for sure, but nevertheless, we need to bring him back. We can't get the spiritual powers without deciphering the inscription. And the Cardinal is too much to handle for the Knights alone. But, on the other hand, without the protection and leadership of the chief, what will become of Gadadin? The same could be said for Pendrago. You see the problem? It was him running away that caused this mess. Why should he get a free pass? There's gotta be a way around this. Maybe he could crack the code for us and head right back here? But you know what the Knights in the church are like right now. You think they just let him walk away? Chief! Are you okay? Aber es ist doch ein bisschen wie ich gesagt habe, oder? So wie ich das nämlich sehe.
Ich würde da gerne noch eine Kiste holen. So ich das sehe, ist der Papst nämlich hier nicht vom Bösen irgendwie ergriffen worden. Deswegen war er auch nicht der Hellion, der uns daher angegriffen hat. Weil im Endeffekt ja seine Motivation rein ist. Nur mal so. Also, ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir nun einen kleinen Cut. Beim nächsten Mal spielen wir dann noch ein bisschen hier mit unseren Kräften um und schauen dann, wie es dem Papst geht. Denn wenn er stirbt, dann sieht es nicht nur für Gordon, sondern für Pendragon, ganz Rollins und natürlich auch für uns schlecht aus. Ich hoffe, ihm geht es gut. Und die einzige Möglichkeit ist, die wir nun eigentlich haben im Endeffekt, die Bosheit hier an der Quelle zu packen und auszulöschen, damit der Papst hier wieder nach Pendragon gehen kann. Gut, beim nächsten Mal geht es dann ja weiter mit Zestiria und bis dahin, haut rein, euer Namco Fix. Ciao!